Es geht doch nichts über so ein lecker Tässchen Tee. Besonders, wenn das so eine schöne, handgemachte ist, oder? Ja, also ich finde das schön. Und mir schmeckt der Tee besonders gut aus so einer Tasse. Ja gut, wenn man jetzt eine Familie hat mit Kindern und so, da kann man natürlich nicht für jeden so eine getöpferte Tasse kaufen, das ist ja teuer. Die sind ja 20, 30 Euro ein Stück, das geht nicht. Aber für so besondere Anlässe, so Momente, ne? Für die Mutti zu Weihnachten, ist doch eine schöne Idee, ne? Da kann die auch sich mal ein bisschen was gönnen. Schönes Tässchen Tee aus so einer schicken Tasse trinken. Und ich meine, so was Handgemachtes, ne? Da ist ja immer ein Stück von dem Mensch drin, der die gemacht hat. Und wenn der das mit Liebe und Geduld gedreht hat, ob der Töpferscheibe, dann irgendwie überträgt sich das dann in die Tasse. Und deswegen schmeckt dann der Tee so gut. In the hands of the potter, where the clay is soft and new, a vessel takes its shape with every turn and view, each crease and every line, molded by His grace. Though the process may be painful, He's forming something great. On the potter's wheel we're spinning round and round and round, through the fire and the pressure, until we're heaven bound. Every crack and every flaw, He'll mend with tender care. For the potter's hands are faithful, and His love is always there. On the potter's wheel we're spinning round and round, through the fire and the pressure, until we're heaven bound. Every crack and every flaw, He'll mend with tender care. For the potter's hands are faithful, and His love is always there. So trust the potter's process, even when it feels too tough. For in His hands you're precious, and His grace will be enough. On the potter's wheel you'll find your shape and form, a masterpiece in the making, through every storm. Töpfern hat in Kanada eine lange Tradition und ist heute noch sehr beliebt. Das finde ich schön, dass so ein altes Handwerk nicht aussterben muss. Hey. Schon die Ureinwohner haben getöpfert und die ersten Siedler, als die im 17. Jahrhundert kamen, die begannen dann auch mit der Töpferei. Und wie das so immer ist, die Natur war eine große Helfer für die Sache. Die einheimische Tonerde war perfekt, um die bei niedrigen Temperaturen zu brennen. Und so entstanden wunderschöne Steinzeugwaren, die den amerikanischen Keramiken aus dieser Zeit in nix nachstanden. Aber das war noch lange nicht alles. Im 18. und 19. Jahrhundert kamen dann noch viele britische Keramikwaren nach Kanada. Edles Porzellan, die auf dem kanadischen Markt sehr gefragt waren. Diese kostbaren Stücke brachten einen Hauch von Eleganz in die Häuser der Siedler und sorgten für eine Verbindung zur alten Heimat jenseits des Ozeans. Heute, da lebt die Begeisterung für die Töpferei weiter. Ob in kleinen Werkstätten oder in Studios, überall entstehen wunderschöne kleine Kunstwerke, die mit viel Liebe und Geduld hergestellt werden. Das sind ein paar Blümchen, die verwelken nicht. Tassen, Schalen, Vasen, jeder ein Unikat und jede mit einer Geschichte. Die Seele des Töpfers lebt in jedem Stück wieder und bringt eine herzliche, warme Atmosphäre zu uns nach Hause. Es gibt auch hier in der Gegend viele kleine Studios und Werkstätten, die nicht nur Keramik verkaufen, sondern auch
Kurse anbieten. Da kannst du dann selber uns ausprobieren, wie das ist, wenn man so ein Tässchen macht. Die Kurse sind geeignet für alle Altersgruppen. Egal, ob ihr eure ersten Schritte am Töpferrad wagt oder so ja schon erfahrene Künstler seid. Man kann sich da kreativ austoben und eigene Meisterwerke erschaffen. Perfekt für einen angenehmen Nachmittag und für gute Laune. Und wenn man es ganz romantisch handelt, da kannst du mit deinem Lieblingsmenschen eine private Töpferstunde buchen und dann spielst du der Film Ghost nach. Aber vielleicht wollt ihr ja nicht selber Hand anlegen, sondern eher die Kunstwerke bewundern. Da gibt es hier auch gute Möglichkeiten. Es gibt immer wieder mal so kleine Messen, wo man vorbeigehen kann und Töpfereien bewundern. Anlore tue ich mir das ja immer gerne verkaufe. Ja, das tue ich dann eher nicht mehr, weil ich kann schon so viel. Wir haben so ja in Waterloo hier eine Glas- und Kunstgalerie und da kann man sich also echte Wunderwerke anschauen, die du aus Ton erschaffen kannst. Die Galerie bietet auch Workshops an und Klassen, so ja für Senioren wie mich. Aber ich schon da nicht hin. Warum? Ich habe so einen Lebefreund in Deutschland, der ist Töpfermeister und er hat mich bestens versorgt mit allen möglichen Sachen. Ja, deswegen kaufe ich schon nicht mehr in. Aber anlore tue ich es mir auch hier. Ich finde es schön, dass so eine alte Tradition wieder leben kann und nicht ausstirbt. Und wenn ihr mal auf so eine Messe geht, vielleicht habt ihr hier Lust, da auch ein bisschen zu unterstützen. Ich weiß, es ist nicht billig. Aber für so ganz besondere Gelegenheiten lohnt es sich doch vielleicht. Gut? Also, ich wünsche euch jetzt, macht es gut, bis bald. Tschö. Ich habe einen ganz lieben Freund, der hat mich bestens versorgt mit Töpfereisachen, ne? Ja, hier steht es auch. Schalen, Tassen, Wasserkrüge, Teekannen. Na, die nicht. Die ist nicht von ihm. Aber die ist, und die da oben, die ist lustig, ne? Ja, und dann habe ich noch andere Töpfersachen hier im Haus verteilt. Ich finde das schön.